In einer der Straßen, in denen die Straßen kaputt aussahen und die Gebäude ein wenig ungepflegt schienen, stand eine Struktur, die das Auge eines Passanten anzog. Ihre abgenutzte Fassade sprach von Vernachlässigung und Verlassenheit und spiegelte die Trostlosigkeit der Umgebung wider. An der Seite ihrer Wand, eingebettet auf einem zerrissenen Stück Stoff, saß ein verwaistes kleines Hundewelpe. Das Fell des Welpen war zerzaust und in seinen Augen lag ein Hauch von Hoffnung gemischt mit Müdigkeit. Die Neugierde zog das Herz eines zufällig vorbeikommenden Freiwilligen. Sie näherten sich dem kleinen, fragilen Geschöpf vorsichtig, unsicher, was sie finden würden. Als sie näher kamen, entdeckten ihre Augen etwas Merkwürdiges. An dem dünnen Hals des Welpen baumelte ein improvisiertes Schild, ein rechteckiges Stück Papier. Seine Worte, einfach und klar, waren sorgfältig mit Tinte geschrieben: Ich brauche ein Zuhause. Der Freiwillige war erstaunt. Es war ein unkonventioneller Hilferuf, da jemand den kleinen Hund leicht in ein Tierheim hätte bringen können. Aber irgendjemand glaubte an die Kraft der Menschlichkeit. Sie hofften, dass sie, indem sie diese verzweifelte Botschaft um den Hals des Welpen legten, die Aufmerksamkeit einer fürsorglichen Person auf sich ziehen könnten, die nicht einfach vorbeigehen würde. Entschlossen, diese Person zu sein, kniete der Freiwillige sich hin und streckte eine sanfte Hand zum zitternden Welpen aus. Das weiße Fell, nur von einem schwarzen Fleck um das Auge herum verunstaltet, stach vor dem öden Hintergrund hervor. Die Augen des Welpen trafen den Blick des Freiwilligen und drückten sowohl Angst als auch einen Funken Hoffnung aus. Mit großer Vorsicht hob der Freiwillige das kleine Wesen auf und wiegte es in den Armen. Sie konnten nur darüber nachdenken, wie lange der Welpe dort gesessen hatte und darauf gewartet hatte, dass jemand seine stille Bitte um Hilfe bemerkte. Aber jetzt hatte der Welpe die Chance, aus seiner einsamen Existenz gerettet zu werden. Anstatt der schmutzigen Straße befand sich der Welpe bald in einem warmen und gemütlichen Bett, eingebettet zwischen weichen Decken. Der ungewohnte Komfort schien dem kleinen Hund fremd zu sein, aber es dauerte nicht lange, bis die Wärme und Sicherheit einen Funken Freude in seine Augen brachten. Die Bindung zwischen dem Welpen und seinem Retter wurde stärker. Der Welpe, jetzt Milo genannt, blühte unter der Pflege und Liebe, die er erhielt, auf. Milos Fell erlangte seinen Glanz zurück, und seine Augen strahlten Dankbarkeit und Treue aus. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.